Hey, ich bin's Patrick und ich bin gerade in London, Euston. Ich fahre heute hier einen der bekanntesten Nachtzüge Europas, den Caledonian Sleeper. Von hier, London, bis in die Highlands nach Schottland. Ah, krass. Der Caledonian Sleeper gilt als einer der schönsten Nachtzüge Europas. Er ist aber mit Abstand einer der teuersten. 540 € habe ich für mein Ticket gezahlt. Das ist mit Abstand die teuerste Nachtzugreise, die ich je gemacht habe. Und ich will rausfinden, lohnt sich das? Ich fahre heute in der mittleren Preiskategorie, der sogenannten Club en Suite, einer Zweierkabine mit eigenem Badezimmer. Der Weg dahin ist mit Rucksack gar nicht so leicht. Das ist eng. Komm rein. Ich teile mir die Kabine mit David, der unsere Reise filmt. Das ist tiny. Das ist schon eng, ne? Es ist wahnsinnig eng. Die Jacke kommt auf den Bügel. Koffer und Rucksack unter das Bett. Das passt gerade so. Das ist super eng. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll, to be honest. Hier könnt ihr euer Handy oder den Laptop laden. Okay, erstmal checken, was es hier überhaupt gibt. Schokolade. So ein Schlafkit, also Ohrstöpsel und eine Schlafmaske. Und ein Menü mit dem Essen, was es hier gibt. Und wir können später noch ankreuzen, was es für Frühstück gibt. Das ist nämlich inklusive. Kleiner Sanitärcheck. Hier ist ein Waschbecken. Es gibt kaltes Wasser und ja, zumindest lauwarmes Wasser. Ich glaube, es wird noch richtig warm. Und natürlich ein Badezimmer. Auch das ist sehr, sehr groß und hat hier Handtücher. Und hier auf der anderen Seite eine Dusche, Shampoo, Showergel. Und wenn ihr euch fragt, wo die Toilette ist, there you go. Table for you, the club card. Sorry? We need the club card, the table for you there. Yeah. Thank you. Okay, thanks. Die nächsten 12 Stunden verbringen wir hier im Zug. Um 21:30 Uhr startet der Highland Sleeper in London Euston und fährt nach Norden über Edinburgh. Dort trennt sich der Zug in 3 Teile. Mein Teil erreicht Fort William in den Highlands um 10 Uhr morgens. Angekommen im Clubcar. Das ist ein vollwertiger Speisewagen mit richtiger Bedienung am Tisch. Mal schauen, was es hier so gibt. I think I'm gonna go for the wild mushroom risotto. Yeah. Pilzrisotto ist das heutige Tagesgericht. Just to drink also, like apple juice. Thank you very much. Das ging schnell. Crazy. Ist noch richtig heiß. Das Pilzrisotto hier, das ist definitiv aufgewärmt. Das kam viel zu schnell. Aber es schmeckt ganz gut und es ist mit 10 Pound auch relativ günstig. Also günstiger kriegst du das in London auf gar keinen Fall. Das sind umgerechnet 12 €. Die Hosts sind hier total aufmerksam. Die haben uns nämlich gerade den Frühstückszettel nachgebracht, weil wir ihn nicht ausgefüllt haben. Es gibt eine riesen Auswahl. Es gibt schottisches Frühstück, es gibt Pancakes, Eier und Bacon und so weiter und so fort. Ich habe jetzt mal ein paar Sachen für uns angekreuzt. Wir frühstücken aber morgen hier. Ich glaube, das ist ein bisschen schöner. Patrick? Am Tisch nebenan sitzen Alison, Ashley und Ian. Ich habe mich einfach mal dazugesetzt. Thanks for having me here, like that I can sit with you. I'm traveling with the Caledonian for the first time. How is it for you? Is it your first time as well? It is my first time, the return part of my first journey, and I love it. I think it's great, and I can't wait to do it again. How do you think about the pricing? Different. I had much cheaper on my outbound journey than it has been on my inbound, but the time suited me, so I just had to suck it up and pay it. What I was thinking is like the prices here to like eat and drink there. Very reasonable.
Reasonable prices. Huh? Very. And the Yeah. food's good. I've had the haggis, meats and tatties before, and it was so tasty. And- Wasn't it? The haggis was so nice. And you can tell, like, And I it would. was haggis was nice. Yeah. The staff have been really welcoming. I was travelling on my own, so I've been made to feel welcome. When I got on a station, I was on my own. It wasn't a big station. I was the only person getting on, and the host greeted me and knew my name was on the list and Yeah. showed me to my seat. So I did feel looked after. I had to wait quite a while to get checked. Wir sitzen danach noch etwas zusammen. Noch 9 Stunden bis Fort William. Wir haben uns gerade noch ein bisschen mit den anderen verquatscht. Es ist schon 12:30. Jetzt ist auch schon Nachtruhe, deswegen gibt es keine Durchsagen mehr und man muss ein bisschen leiser sein. Deswegen noch schnell Zähne putzen und dann ab ins Bett. Es ist jetzt circa 1 Uhr. Ich freue mich sehr aufs Bett. Das Bett ist ungefähr 1,90 lang. Ich passe da gerade so hin. Ich freue mich hier sehr auf diese Bettdecke. Das ist nämlich oft das Problem in Nachtzügen, dass es keine richtigen Bettdecken gibt. Und hier scheint es richtig dicke zu geben. Das heißt, ich kann hoffentlich richtig gut schlafen. Deswegen, wir sehen uns morgen. Es ist jetzt ungefähr 7 Uhr. Ich habe ganz gut geschlafen. Ich glaube, wichtig war, dass es warm war. Und draußen ist ja relativ kalt gerade. David hat nicht so gut geschlafen. Ja, ich habe so semi-gut geschlafen. Ich glaube, das sind immer diese 2 Typen in Nachtzügen. Einer kann sehr gut schlafen, einer nicht so gut. Ich war gerade jetzt schon duschen. Das war ganz gut, lauwarm. Natürlich nicht wie eine Dusche im Hotel. Aber zum Saubermachen, Frischmachen reicht's. Und die Toilette ist trocken geblieben. Es ist draußen noch ziemlich dunkel. Aber das wird sich hoffentlich gleich ändern. Morning. Morning, how are you? Zurück ins Clubcar zum Frühstück. Das ist im Preis inklusive. Heißt 2 Getränke und ein Frühstück pro Person. Thank you very much. Pancakes. And I got the pancakes. Hey, There you go. thank you very much. Thank you. Enjoy. Hey, thank you. So sieht das schottische Frühstück aus. Mit Bohnen, Schinken und Blutwurst. Ich bleibe bei Pancakes. Ja. Jetzt beginnt die Aussicht auf die schönste Strecke quer durch die Highlands. Und dann auch noch im Schnee. Der erste diesen Winter. Auch etwas Besonderes für das Personal. Wir fahren jetzt so mit dem Zug durch die Highlands. Hier gibt es auch nur noch die Zugstrecke, also keine Autostrecke nebenbei. Es ist wirklich wunderschön. Es ist total zugeschneit. Ich bin ganz froh, hier drin zu sein. Wir haben auch ein bisschen Verspätung. Dadurch, dass es so viel Schnee auf der Strecke gibt, kommen wir bestimmt eine Stunde später an, wurde uns gerade gesagt. Aber das ist, glaube ich, in dem Fall gar nicht so schlecht. Und kurz vor der nächsten Haltestelle ruft mich der Zugbegleiter. Wir gucken uns jetzt spontan mal den Zug von außen an. Das wird uns gerade möglich gemacht. Super vorbereitet auf jeden Fall. Ich soll raus in die Kälte. Yeah, it is cold. I'm not prepared. I'm not prepared at all. Auch die anderen nutzen den planmäßigen Halt und wollen raus in den Schnee. Hat ein bisschen was vom Polarexpress, finde ich. Ah, krass. Hier steigen ein paar Wanderer aus bei dem Wetter. Hier ist nämlich Corot. Das ist bekannt aus dem Film Trainspotting, den einige von euch vielleicht kennen. Und es gibt direkt hier an der Station, mitten in Highlands, wo kein Auto hinkommen kann, ein eigenes kleines Hostel für Wanderer. Die letzten Kilometer der Fahrt, entlang einer Schlucht. Schwer zu sehen, denn der Schnee schmilzt leider wieder. Dann erreichen wir unser Ziel. Es ist jetzt kurz vor 10, wir sind gerade in Fort William angekommen. Yeah, you can go first. Wir haben jetzt noch Verspätung aufgeholt, also sind nur ungefähr 20 Minuten zu spät. Lass uns rausgehen. Die Fahrt mit dem Caledonian Sleeper, das ist ein tolles Erlebnis. Wir haben Rehe gesehen, wir haben Hirsche gesehen, wir haben Schafe gesehen.
Die Crew war unfassbar nett, das Essen war lecker, es war warm und sauber. Aber dieser Preis von mindestens 300 € für eine Kabine, der bleibt. Und das muss es einem wert sein. Ab hier wird es mit dem Zug ziemlich kompliziert. Teilweise kommt ihr an tolle Spots nicht direkt ran. Wenn ihr die Highlands erkunden wollt, leiht euch ein Auto. Mit dem Mietwagen geht es heute für uns an das Glenfinnan-Viadukt und danach an die Küste nach Arisaig. In Glenfinnan gehen wir erstmal hoch zum Aussichtspunkt. Das ist ein beliebter Touri-Spot. Heute sind wir zum Glück fast allein. Und haben Ausblick auf das über 200 Jahre alte Glenfinnan-Monument. Eine Erinnerung an den gescheiterten Unabhängigkeitskampf der Schotten. Daneben ein weiteres Highlight. Im Hintergrund seht ihr das Glenfinnan-Viadukt. Das ist einer der bekanntesten Orte in den schottischen Highlands. Bekannt ist es vor allem aus Harry Potter. Da fährt der Dampfzug entlang und den könnt ihr bis Oktober auch nehmen. Das Glenfinnan-Viadukt kann man auch mit der Regionalbahn besuchen. Die fährt allerdings nur 4-mal am Tag. No worries. Okay. 1, 2, 3. Es ist so schön. Wir haben richtig gutes Timing, dass wir parallel auch richtig schön diese schneebedeckten Gipfel haben. Dazu das Meer, dazu die Highlands, dieses schöne Braun, Grün. I love it. Guck mal, wir fahren direkt am Meer lang. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber da vorne ist gerade ein kleiner Seehund. Ja, wahrscheinlich ein ziemlich großer Seehund. Der guckt gerade ganz interessiert rüber. Fast. Es ist eine Kegelrobbe. Eigentlich ist hier gerade Sturm angesagt, aber wir sind trotzdem an die Küste gefahren und wir werden gerade total belohnt. Hinter mir ist die Isle of Egg, die ich total schön finde, und dieses Licht. Da könnt ihr auch mit der Fähre hin. Das dauert ungefähr 2 Stunden. Am nächsten Tag geht es nach Osten, in die Berge bei Glencoe und zu den Stell Waterfalls. Ich finde das Tolle, dass hier einfach niemand anders ist. Also es ist ja wirklich, ist einfach nichts los. Es ist einfach komplett leer. Ah, da sind 2 Leute. Nice. Überall Wasser, überall kleine Wasserfälle und rauschende Bergflüsse. Und das Wetter hat auch für mich Folgen. Man könnte sagen, dass mich die Natur in Schottland literally sprachlos gemacht hat. Und die bekannten Three Sisters sehen im Winter mindestens genauso beeindruckend aus wie im Sommer. Am Parkplatz treffen wir Maisie und Nicholas, die von sich Bilder machen, weil sie bald heiraten. So we've just come on holiday. It's like an early honeymoon. We've not actually got married yet. Yeah. But we're doing like a little courthouse wedding. So we thought we'd try and take our pictures somewhere dramatic. Cute. That's cute. For the invitation, we'll send it to your family. Yeah. Pretty much, yeah. Nice. We're getting married here in England, but my family's in America. But they can't come here for the wedding, so I figured it's best if you do the photos here, so they they could be part of it, kind of. Yeah. So yeah, why specifically the Highland? The beauty of it, I mean, it's iconic. It's stunning, really. I mean, it's one of the greatest places in all of England. I mean, maybe we can take a few pictures of you together right afterwards. Maybe that's nice for you. I don't know. Amazing if you wouldn't mind. I think we can. I can help with it. He knows how to do it. David muss also auch noch spontan seine Skills als Hochzeitsfotograf zeigen. So windig. Und die beiden sind richtig happy mit dem Ergebnis. Wir reisen weiter durch die Highlands. Und überholen einen Radfahrer, den wir gestern schon am Bahnhof in Fort William gesehen haben. Ich will wissen, warum er ausgerechnet hier rumfährt. Alexi hält zum Glück für mich an. Are you doing this already for a long time? Yes, nearly 19 months 19 months. Yes. Where did you start? in Paris. In Paris. But wait, where did you go? First I went in Greece. Yeah. And then in Norway. Yeah. And from Norway to
Andalusia, and now here. Wow. Isn't it a little bit cold now? Yes, but no, on the bike it's okay. We are in a plane. So. Wow, okay. Do you have a tent or how will you? No, no tent. No. Oh, you just sleep in the hotel or something? No, not there. Where? Just a shelter I found. Okay. Oh, that's so crazy. Good travels. It was nice meeting you. Thank you. Bye. Bye. Beeindruckend. Wir fahren weiter durch die Highlands. Okay, ich bin jetzt hier gerade mal kurz rangefahren. Wir haben gerade Rentiere oder Hirsche oder sowas gesehen und die versuchen wir jetzt mit der Drohne zu catchen. Let's go. Come on, beeil dich. Tatsächlich sind es Rothirsche. Noch wichtiger ist, dass ich jetzt richtig ziele mit der Drohne. Ein letztes Treffen mit der schottischen Tierwelt. Ein Angus Hochlandrind. Es regnet mittlerweile in Strömen. Wir wollen trotzdem zu unserem letzten Punkt hier. Den Stell Waterfalls. Den zweithöchsten in ganz Schottland. Wasserfälle gibt es hier viele. Das ist übrigens über 100 Meter hoch. Um in den Highlands richtig was zu sehen, braucht man einen Mietwagen. Das war wirklich wunderschön. Aber um rauszukommen aus den Highlands, wieder zurück, dafür nicht. Und deswegen nehmen wir jetzt wieder einen Zug von Fort William runter nach Glasgow, mitten durch die Highlands. Für das Ticket mit dem Regionalzug zahlen wir 35 €. Hier oben lohnt sich übrigens auch ein Interrail-Pass. Man kann dann einfach in jeden schottischen Zug einsteigen. Fast 4 Stunden später kommen wir in Glasgow an. Das war meine Reise mit dem Nachtzug in die Highlands und durch die Highlands. Der Caledonian Sleeper, das ist ein luxuriöser Traum mit einem ordentlichen Preisschild. Aber die Reise danach, die lässt sich in der Off-Season sehr gut umsetzen und ist total schön.